Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Im späten 19. Jahrhundert stieß ein chinesischer Gelehrter in einer Apotheke auf sogenannte Drachenknochen, die zu Pulver zermahlen als Medizin verkauft wurden. Doch in den feinen Rissen und Kerben dieser Knochen erkannte er etwas Uraltes, die Spuren eines Griffels, die geflüsterte Stimme einer längst vergessenen Dynastie. Dies war kein Heilmittel, sondern ein Archiv. Dies waren die Orakelknochen, die ältesten erhaltenen Schriften Chinas, und sie öffnen ein Fenster in eine Welt voller Rituale, Ängste und königlicher Macht vor mehr als 3000 Jahren. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf einer Reise in die Stille der Vergangenheit, zu den Ursprüngen der chinesischen Schrift. Unsere Geschichte beginnt nicht in einem staubigen Archiv oder auf einem windgepeitschten Ausgrabungsfeld, sondern an einem Ort des Alltags, an dem das Alte und das Neue auf eigentümliche Weise verschmolzen. In einer traditionellen chinesischen Apotheke in Peking des Jahres 1899. Stellen Sie sich die gedämpfte Atmosphäre vor. Das sanfte Klirren von Porzellangefäßen, der erdige Duft von getrockneten Kräutern, Wurzeln und Mineralien, der schwer in der Luft liegt. In den unzähligen Schubladen lagerten Heilmittel für jede erdenkliche Krankheit. Darunter befand sich eine Zutat, die seit Jahrhunderten geschätzt wurde: Long-Gu, Drachenknochen. Man mahlte diese versteinerten Knochen zu Pulver und verkaufte sie als wirksames Mittel gegen Malaria oder zur Stillung von Wunden. Für die meisten waren es einfach nur alte Knochen, die Überreste mythischer Kreaturen. Doch für den Gelehrten und Kanzler des kaiserlichen Kollegs, Wang Yirong, sollten sie an diesem schicksalhaften Tag mehr sein. Der Legende nach erkrankte ein Familienmitglied an Malaria und Wang Yirong erwarb in der Apotheke eben jene Drachenknochen. Als er das Päckchen öffnete, um das Mittel zuzubereiten, fiel sein geschultes Auge auf etwas Außergewöhnliches. Auf den glatten, vergilbten Oberflächen der Knochenfragmente waren feine, präzise Linien eingeritzt. Es waren keine zufälligen Kratzer oder Spuren von Verwitterung. Sie besaßen eine Struktur, eine Wiederholung, eine unverkennbare Künstlichkeit. Wang Yirong, ein Experte für antike Bronzeschriften, erkannte sofort die Ähnlichkeit zu den ältesten ihm bekannten Schriftzeichen. Doch diese hier schienen noch archaischer, noch ursprünglicher zu sein. Er verstand in diesem Augenblick, dass er nicht die Überreste von Fabelwesen in den Händen hielt, sondern die Zeugnisse einer längst vergangenen Epoche. Dies waren keine Drachenknochen, dies war Schrift. Er schickte seine Diener los, um alle Drachenknochen aufzukaufen, die sie in den Apotheken Pekings finden konnten. Er ahnte, dass er am Rande einer Entdeckung stand, die das Verständnis der chinesischen Geschichte für immer verändern würde. Der stille Gelehrte hatte, inmitten von Heilkräutern und Pulvern, das Tor zu Chinas erster Dynastie aufgestoßen. Um die Bedeutung der Orakelknochen wirklich zu verstehen, müssen wir die Welt betreten, aus der sie stammen. Eine Welt, die fast 1000 Jahre vor Konfuzius und den großen Philosophen Chinas existierte. Dies ist die Welt der Shang-Dynastie, die von etwa 1600 bis 1046 vor unserer Zeitrechnung blühte. Es war eine bronzezeitliche Gesellschaft, deren soziale Struktur streng hierarchisch war. An der Spitze stand der König, der nicht nur als weltlicher Herrscher,
sondern auch als oberster Priester und Vermittler zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter und Ahnen fungierte. Die Shang glaubten an eine komplexe Geisterwelt. Der höchste Gott war Shangdi, eine ferne, allmächtige Gottheit. Doch weitaus präsenter im täglichen Leben waren die Geister der Natur, von Flüssen, Bergen und Winden und vor allem die Geister der königlichen Vorfahren. Diese Ahnen waren keine passiven Erinnerungen. Sie waren aktive Mächte, die das Schicksal der Lebenden beeinflussen konnten. Sie konnten Ernten segnen oder vernichten, Schlachten entscheiden, Krankheiten senden oder heilen. Es war daher von entscheidender Bedeutung, den Willen dieser Geister zu ergründen und sie durch Opfergaben gnädig zu stimmen. Hier kamen die Orakelknochen ins Spiel. Die Kommunikation mit den Ahnen war die vornehmste Aufgabe des Königs. Seine Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen und die Gunst der Geister zu sichern, legitimierte seine Herrschaft. Die Gesellschaft der Shang war auch von bemerkenswerter technologischer und künstlerischer Raffinesse geprägt. Ihre Bronzegießer schufen Ritualgefäße von einer Komplexität und Schönheit, die in der antiken Welt ihresgleichen suchen. Diese Gefäße waren keine reinen Kunstobjekte. Sie waren wesentliche Instrumente für die Opferzeremonien, die das Herzstück des religiösen Lebens bildeten. In dieser Welt, in der das Diesseits und das Jenseits untrennbar miteinander verwoben waren, in der die Ahnen am Tisch der Lebenden saßen und das Schicksal lenkten, waren die Orakelknochen mehr als nur Schrift. Sie waren ein heiliges Werkzeug, der direkte Draht zu den Mächten, die über Leben und Tod entschieden. Das Befragen des Orakels war kein spontaner Akt, sondern ein sorgfältig choreografiertes Ritual, das mit größter Präzision und Ehrerbietung durchgeführt wurde. Alles begann mit der Auswahl und Vorbereitung der Materialien. Man bevorzugte die Bauchpanzer von Schildkröten, Plastrone genannt, oder die Schulterblätter von Rindern. Diese wurden zunächst gereinigt, gesäubert und poliert, bis ihre Oberfläche glatt und makellos war. Die Handwerker des Hofes bohrten dann auf der Rückseite der Knochen oder Panzer eine Reihe von Vertiefungen aus, runde Mulden neben ovalen Aushöhlungen. Diese Vorbereitung war entscheidend, denn sie schwächte das Material an bestimmten Stellen und bereitete es auf den entscheidenden Moment vor. Dann trat der Wahrsager, oft der König selbst, vor. Er formulierte eine Frage, eine sogenannte Anklage, die er an die Geister oder Ahnen richten wollte. Die Themen waren vielfältig und spiegelten die Sorgen des Reiches wider. Wird die Ernte in diesem Jahr reich ausfallen? Sollten wir einen Feldzug gegen den Fangstamm im Westen unternehmen? Wird die Königin einen Sohn gebären? Die Frage wurde oft in positiver und negativer Form gestellt, um eine klare Antwort zu erhalten. Der Schreiber notierte die Anklage sorgfältig auf der Oberfläche des Knochens neben den vorbereiteten Vertiefungen. Nun folgte der Höhepunkt des Rituals. Ein Priester erhitzte einen Bronzestab oder einen glühenden Holzspan und drückte ihn in die vorbereiteten Mulden auf der Rückseite des Knochens. Durch die plötzliche intensive Hitze dehnte sich das Material aus und sprang auf der Vorderseite. Es entstand ein scharfer, knackender Laut, Pu, der dem Prozess seinen chinesischen Namen Bu gab. Ein feines, T-förmiges Rissmuster erschien auf der polierten Oberfläche. Dies war die Antwort der Geister. Der König oder der oberste Wahrsager trat nun heran, um diese heiligen Risse zu interpretieren. Die Form, der Winkel und die Länge der Linien wurden gedeutet, um die Botschaft zu entschlüsseln. Glückverheißend oder unheilvoll. Schließlich
wurde das Ergebnis der Weissagung und oft auch das, was später tatsächlich geschah, auf dem Knochen vermerkt. So wurde aus einem Ritual ein historisches Dokument, eine Kapsel der Zeit, die uns 3000 Jahre später einen direkten Einblick in die Gedankenwelt der Shang-Könige gewährt. Betrachten wir die feinen Linien, die in den Knochen und Panzer geritzt sind, so sehen wir nicht nur Fragen an das Jenseits, sondern die Geburtsstunde einer der ältesten und komplexesten Schriftsysteme der Welt. Es ist eine stille Revolution, die sich hier vollzieht. Ein monumentaler Sprung im menschlichen Denken. Die Orakelknochenschrift oder Yagouwen ist in ihrem Wesen zutiefst bildhaft. Ein frühes Zeichen für Pferd ist unverkennbar ein Pferd mit Mähne, 4 Beinen und Schweif. Ein Berg ist eine Kette von 3 Gipfeln. Die Sonne ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Diese Piktogramme sind die intuitiven Anfänge, direkte Abbilder der Welt, wie die Shang-Gelehrten sie sahen. Doch die menschliche Sprache ist komplexer als einfache Substantive. Wie stellt man ein Verb dar? Ein Gefühl? Eine abstrakte Idee? Hier beginnt die wahre Genialität. Die Schrift entwickelt sich weiter. Piktogramme werden zu Ideogrammen. 2 Bäume nebeneinander bedeuten nicht mehr nur 2 Bäume, sondern Wald. Eine Frau unter einem Dach wird zum Zeichen für Frieden oder Sicherheit. Die visuelle Logik ist poetisch und tiefgründig. Doch der entscheidende Schritt ist die Einführung phonetischer Elemente. Ein Zeichen wird nicht mehr nur für seine Bedeutung, sondern auch für seinen Klang verwendet, um andere, abstraktere Wörter darzustellen, die ähnlich klingen. Dies ist das Rebus-Prinzip, das auch in ägyptischen Hieroglyphen zu finden ist. Ein Zeichen, das ursprünglich Weizen bedeutete, konnte nun verwendet werden, um das klanglich identische Wort für kommen zu schreiben. Komplexe Zeichen wurden oft aus 2 Teilen zusammengesetzt. Einem, der die allgemeine Bedeutungskategorie anzeigt, dem Radikal, und einem anderen, der einen Hinweis auf die Aussprache gibt. So entstand ein unglaublich flexibles und nuanciertes System. Jedes Zeichen auf diesen Knochen ist ein Fossil eines Gedankens, ein erstarrter Moment kognitiver Entwicklung. Es ist eine Reise vom Konkreten zum Abstrakten, vom Bild zum Symbol und der stille, aber unumstößliche Beweis für den hochentwickelten Intellekt der Shang-Dynastie. Sie schufen nicht nur ein Werkzeug zur Kommunikation mit den Göttern, sondern das Fundament für die chinesische Schriftkultur, das bis heute nachwirkt. Wenn wir die Inschriften entziffern, hören wir die Stimmen der Vergangenheit. Und die dominanteste Stimme ist die des Königs. Die Orakelknochen sind kein öffentliches Archiv, sie sind das private, fast intime Tagebuch der königlichen Ängste. Sie offenbaren die Menschlichkeit hinter der göttlichen Fassade des Herrschers. Die Sorgen, die in diese Knochen gebrannt wurden, sind oft erstaunlich persönlich und für uns heute nachvollziehbar. Wird die Königin einen Sohn gebären? Ist eine wiederkehrende, drängende Frage, die das dynastische Überleben sichern sollte. Doch es geht noch tiefer ins Private. Der König hat Zahnschmerzen. Ist es ein Fluch eines Ahnen? Oder der König hatte einen Traum von einem Dämon. Ist dies ein schlechtes Omen? Diese Fragmente enthüllen einen Mann, der von der Last seiner Verantwortung und von den alltäglichen Plagen des menschlichen Körpers gezeichnet ist. Jede Entscheidung, so scheint es, war mit Unsicherheit behaftet und bedurfte der göttlichen Bestätigung. Die Fragen betreffen jeden Aspekt seines Lebens. Soll der König heute auf die Jagd gehen? Wird er erfolgreich sein? Eine Jagd war nicht nur Sport,
Sie war militärisches Training und eine wichtige Quelle für Opfergaben. Der König plant, eine neue Stadt zu gründen. Ist der gewählte Ort günstig? Solche Inschriften zeigen uns den Monarchen nicht als allmächtigen Despoten, sondern als einen Vermittler zwischen der Welt der Menschen und der unberechenbaren Welt der Geister und Götter. Er ist der Hohepriester seines Volkes, dessen Wohlergehen untrennbar mit dem korrekten Ausführen der Rituale und dem Wohlwollen der Ahnen verbunden ist. Jede Inschrift ist ein geflüstertes Gebet, eine Bitte um Orientierung in einer Welt voller Gefahren. Die Risse im Knochen waren die Antwort, eine Landkarte für die Entscheidungen des nächsten Tages, der nächsten Woche, des nächsten Jahres. Sie sind das Zeugnis einer tiefen, existenziellen Unsicherheit, die selbst den mächtigsten Mann im Reich nicht verschonte und ihn zwang, sein Schicksal immer wieder in die Hände unsichtbarer Kräfte zu legen. Über die persönlichen Sorgen des Königs hinaus dienten die Orakelknochen als zentrales Instrument der Staatsführung. Die großen Themen, die das Schicksal des gesamten Reiches bestimmten, wurden hier verhandelt. Krieg, Landwirtschaft und die Gunst der Naturkräfte. Das Überleben der Shang-Dynastie hing von einer erfolgreichen Ernte ab. Und so sind die Knochen voll von Fragen über das Wetter. Wird es in den nächsten 10 Tagen genug Regen geben? Wird der Gott des gelben Flusses eine Flut schicken? Wird die Hirseernte reichlich sein? Diese Fragen spiegeln die fundamentale Abhängigkeit von einer unberechenbaren Natur wider. Eine Dürre oder eine Überschwemmung konnte das Reich ins Wanken bringen, Hungersnöte auslösen und die Legitimität des Königs untergraben, dessen Hauptaufgabe es war, die Harmonie zwischen Himmel und Erde zu wahren. Ebenso zentral war die Kriegsführung. Die Shang waren ständig in Konflikte mit benachbarten Völkern und Stämmen verwickelt, die sie als Fang, die Barbaren, bezeichneten. Die Orakel wurden zu strategischen Beratern. Sollen wir die Qiangfang angreifen? Wird die Armee des Königs siegreich sein? Sollen wir 3000 oder 5000 Mann in die Schlacht schicken? Manchmal wurden sogar die Namen der Generäle genannt, die eine Expedition leiten sollten, um die göttliche Zustimmung für eine bestimmte Personalentscheidung einzuholen. Diese Inschriften geben uns einen faszinierenden Einblick in die militärische Organisation und die geopolitischen Spannungen der Bronzezeit. Die Götter und Ahnen waren die obersten Befehlshaber. Ein Feldzug wurde nur dann gestartet, wenn die Risse im Knochen ein positives Omen verhießen. Opferungen waren ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses. Oft wurde gefragt, wie viele Menschen oder Tiere geopfert werden müssten, um den Sieg zu sichern. Die Welt der Shang war von einem ständigen Austausch mit dem Übernatürlichen geprägt. Jede staatliche Handlung, von der Aussaat bis zum Kriegszug, war ein religiöser Akt, der durch Divination abgesichert werden musste. Die Orakelknochen waren somit nicht nur ein Fenster in die Seele des Königs, sondern das eigentliche Schwungrad, das den Motor des Shang-Staates am Laufen hielt. Unter den Tausenden von namenlosen Figuren, die durch die Orakelknochen huschen, tritt eine Persönlichkeit mit beeindruckender Klarheit hervor: Fu Hao. Ohne diese Inschriften und ihr ungestörtes Grab wüssten wir nichts von ihr. Sie wäre für immer in den Nebeln der Zeit verloren geblieben. Doch die Knochen erzählen eine außergewöhnliche Geschichte. Fu Hao war eine der vielen Gemahlinnen von König Wu Ding, einem der mächtigsten Herrscher der Shang-Dynastie. Aber sie war weit mehr als nur eine Königin. Die Orakelknochen zeigen,
dass Wu Ding immer wieder nach ihrem Wohlergehen fragte, was auf eine tiefe persönliche Zuneigung hindeutet. Er fragte nach ihrer Gesundheit, nach dem Verlauf ihrer Schwangerschaften, wird Fu Haos Geburt glücklich sein? Und nach dem Erfolg ihrer Unternehmungen. Und diese Unternehmungen waren bemerkenswert. Die Inschriften offenbaren Fu Hao als eine aktive militärische Anführerin. Der König fragte das Orakel, ob Fu Hao Truppen zusammenziehen und einen Angriff auf die feindlichen Tufang führen solle. In einer anderen Inschrift wird sie beauftragt, eine Armee von 13.000 Soldaten zu befehligen, eine gewaltige Streitmacht für die damalige Zeit. Sie war nicht nur eine Kommandantin, sondern auch eine Priesterin von hohem Rang, die wichtige Staatsrituale und Opferungen leitete. Ihre Bedeutung wird durch die Entdeckung ihres Grabes im Jahr 1976 eindrucksvoll bestätigt. Es war eine der wenigen unberührten königlichen Grabstätten der Shang-Zeit. Darin fanden sich Schätze von unvorstellbarem Reichtum. Hunderte von kunstvollen Bronzegefäßen, Tausende von Jadeobjekten und, was am bemerkenswertesten ist, über 130 Bronzewaffen, darunter große Streitäxte, die normalerweise als Symbole militärischer Autorität gelten. Viele der Bronzen trugen ihren Namen. Die Kombination aus den textlichen Beweisen der Orakelknochen und dem archäologischen Befund ihres Grabes zeichnet das Bild einer der mächtigsten Frauen der Antike. Fu Hao war eine Königin, eine Mutter, eine Hohepriesterin und eine Generalin. Ihre Geschichte, die aus den Rissen der Zeit geborgen wurde, stellt unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen in der alten Welt radikal in Frage und zeigt die Macht der Orakelknochen, vergessene Leben wieder ins Licht zu rücken. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Gedankenwelt der Shang-Dynastie eintauchen. Für die Könige von Yin war das Universum kein leerer, stiller Raum. Es war ein lebendiges, atmendes Gefüge, durchdrungen von unsichtbaren Kräften und bevölkert von Geistern, die direkt in das Schicksal der Menschen eingriffen. Die Orakelknochen waren ihr Telefon, ihre Brücke in diese andere Welt. An der Spitze dieses Pantheons stand eine hohe Gottheit, Shang-Di, der höchste Ahn oder Himmelsherrscher. Er war mächtig, aber auch fern. Direkte Bitten an ihn waren selten. Viel wichtiger und unmittelbarer war die zweite Ebene der Macht, die königlichen Ahnen. Der kürzlich verstorbene Vater, der Großvater, die Urgroßmutter, sie waren keine fernen Erinnerungen, sondern aktive Berater und Fürsprecher im Jenseits. Man glaubte, sie hätten direkten Zugang zu Shang-Di und könnten in seinem Namen handeln oder ihn beeinflussen. Deshalb war ein Großteil der Divinationen an sie gerichtet. Großvater Ding, wird die Ernte reichlich sein? An die Ahnen Fu Hao, sollen wir die Qiang im Westen angreifen? Der Ahnenkult war das Fundament der königlichen Macht. Der König war nicht nur Herrscher der Lebenden, sondern auch der oberste Priester, der einzige, der effektiv mit den mächtigsten Vorfahren kommunizieren konnte. Unter den Ahnen stand eine Vielzahl von Naturgeistern. Die Geister des gelben Flusses, des heiligen Berges Song, des Windes, der Wolken und der 4 Himmelsrichtungen. Auch sie mussten besänftigt, befragt und mit Opfern geehrt werden. Eine Dürre war nicht einfach Pech, es war der Zorn des Flussgeistes. Ein Sturm war eine Botschaft des Windgottes. Jedes Ereignis, von der Geburt eines königlichen Kindes bis zum Zahnschmerz des Königs, wurde in diesen kosmischen Kontext gestellt. Die Welt der Shang war ein ständiger Dialog zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ein empfindliches Gleichgewicht, das der König durch rituelle Präzision und ständige Befragung der Orakel aufrechterhalten musste.
Die Knochen verraten uns eine Welt voller Ehrfurcht und Angst, aber auch den tiefen Wunsch, Ordnung und Vorhersehbarkeit in einem unberechenbaren Universum zu finden. Die Wahl des Mediums für diese heilige Kommunikation war alles andere als zufällig. Die Shang-Wahrsager griffen zu zwei spezifischen Materialien: den Schulterblättern von Rindern und, was noch bedeutender ist, den Bauchpanzern von Schildkröten. Diese Objekte waren nicht nur leere Tafeln, sondern trugen eine tiefe symbolische Bedeutung in sich. Betrachten wir die Schildkröte. Ihr Panzer war ein Abbild des Kosmos, so wie ihn die Shang verstanden. Der gewölbte Rückenpanzer repräsentierte den Himmel, rund und schützend. Der flache Bauchpanzer, der Plastron, symbolisierte die Erde, quadratisch, stabil, die Welt der Menschen. Wenn der Wahrsager einen Schildkrötenpanzer in den Händen hielt, hielt er ein Modell des Universums selbst. Die Risse, die durch die Hitze entstanden, waren somit keine zufälligen Linien, sondern Antworten, die aus dem Herzen des kosmischen Modells selbst kamen. Die Beschaffung dieser Materialien war ein logistischer Aufwand, der die Reichweite des Shang-Reiches unterstreicht. Rinder waren alltäglich, aber die großen Sumpfschildkröten waren wertvoll. Inschriften belegen, dass sie oft als Tribut von südlichen Vasallenstaaten an den Hof in Anyang geschickt wurden. Jeder Panzer, jedes Schulterblatt wurde sorgfältig vorbereitet. Sie wurden gesäubert, geglättet und poliert, bis sie eine makellose Oberfläche boten. Dann kam der entscheidende Schritt. Auf der Rückseite wurden in geordneten Reihen flache Vertiefungen gebohrt oder gemeißelt, oft eine runde Grube neben einer schmaleren Kerbe. Diese präzise Vorbereitung war entscheidend. Sie schwächte den Knochen an genau definierten Stellen, sodass die Hitze eines glühenden Bronzestabs einen vorhersagbaren, aber dennoch göttlich inspirierten Riss auf der Vorderseite erzeugen würde. Der Puh-Laut, den der knackende Knochen von sich gab, war vielleicht Teil des Rituals, der Moment, in dem die Grenze zwischen den Welten durchbrochen wurde. Das Material war also nicht passiv. Es war ein aktiver Teilnehmer am Ritual, ein heiliges Instrument, das aufgrund seiner Form und Herkunft dazu auserwählt war, die geheimen Muster des Universums zu offenbaren. Nachdem das Ritual vollzogen, der Riss interpretiert und die Antwort der Geister empfangen war, hätte der Knochen seine Funktion erfüllen und weggeworfen werden können. Doch die Shang taten etwas Bemerkenswertes. Etwas, das ihre Kultur von vielen anderen unterscheidet. Sie begannen, die Details der Divination direkt auf dem Knochen selbst zu verewigen. Dies verwandelte ein vergängliches Ritualobjekt in ein dauerhaftes Dokument. Die Inschriften folgten oft einer festen Formel, die uns heute einen tiefen Einblick in ihre Denkweise gibt. Zuerst kam das Vorwort, das den Zyklustag und den Namen des Wahrsagers festhielt. Dann folgte die Anklage, die eigentliche Frage, oft in positiver und negativer Form gestellt. Wird es diese Woche regnen? Und wird es diese Woche nicht regnen? Danach kam die eigentliche Weissagung des Königs, seine Interpretation der Risse. Und in einigen besonders wertvollen Fällen fügten sie eine Bestätigung hinzu, eine Notiz, die Wochen oder Monate später eingeritzt wurde und festhielt, ob die Vorhersage eingetroffen war. Am Tag X regnete es tatsächlich. Diese Praxis offenbart eine erstaunlich bürokratische und systematische Herangehensweise an die spirituelle Welt. Die Kommunikation mit den Göttern war keine reine Glaubenssache. Sie war ein staatlicher Akt, der protokolliert, überprüft und archiviert wurde.
Die riesigen Gruben, in denen Archäologen Zehntausende dieser Knochen fanden, waren keine Müllhalden. Es waren die Staatsarchive der Shang-Dynastie. Hier konnte der König oder seine Schreiber nachschlagen, was die Ahnen in einer ähnlichen Situation in der Vergangenheit geraten hatten. Sie konnten Muster in den Antworten der Geister suchen und die Erfolgsquote ihrer Interpretationen überprüfen. Diese Sammlung von Knochen war das institutionelle Gedächtnis des Reiches. Es ist die Geburtsstunde der chinesischen Geschichtsschreibung. Nicht als Erzählung großer Taten, sondern als sorgfältige Protokollierung des Dialogs zwischen Mensch und Kosmos. Jeder Knochen war ein Aktenstück in einer Bürokratie, die sich bis ins Jenseits erstreckte und versuchte, selbst dem Willen der Götter eine rationale, nachvollziehbare Ordnung aufzuzwingen. Für Jahrhunderte lagen die Orakelknochen vergessen in der Erde von Henan. Wenn Bauern sie beim Pflügen fanden, hielten sie für Drachenknochen, Überreste mythischer Kreaturen mit heilenden Kräften. Sie wurden zermahlen und in Apotheken der traditionellen chinesischen Medizin verkauft, ihre unschätzbaren Inschriften zu Staub zerrieben. Die Wiederentdeckung ihres wahren Wertes ist eine Geschichte, die so fesselnd ist wie die Knochen selbst. Sie beginnt im Jahr 1899. Der Gelehrte und Kanzler der Kaiserlichen Akademie in Peking, Wang Yirong, war an Malaria erkrankt. In dem für ihn gekauften Drachenknochenpulver bemerkte sein Freund, der Antiquar Liu E, seltsame Einkerbungen auf einem der unzermahlenen Stücke. Wang, ein Experte für antike Bronzeinschriften, erkannte sofort, dass dies keine zufälligen Kratzer waren. Es war eine Form von Schrift, älter als alles, was er je gesehen hatte. Dies löste eine wissenschaftliche Sensation aus. Gelehrte und Antiquare machten sich auf die Suche nach der Quelle dieser mysteriösen Knochen, die sie schließlich nach Anyang führte, zur letzten Hauptstadt der Shang-Dynastie. Eine fieberhafte Sammel- und Studienphase begann. Männer wie Luo Zhenyu und Wang Guowei wurden zu den Pionieren der Orakelknochenforschung. Ihre Arbeit war ein mühsames, philologisches Detektivstück. Sie mussten die piktographischen Zeichen auf den Knochen mit den bereits bekannten, aber jüngeren Schriftzeichen auf Shang- und Zhou-Bronzen und mit den späteren Formen der chinesischen Schrift vergleichen. Langsam, Zeichen für Zeichen, entschlüsselten sie die Sprache der Shang-Könige. Sie identifizierten die Namen von Herrschern, die zuvor nur aus späteren, oft als legendär abgetanen Chroniken wie Sima Qians Aufzeichnungen des großen Historikers bekannt waren. Plötzlich war die Shang-Dynastie keine Legende mehr. Sie war greifbare, dokumentierte Geschichte. Die Entzifferung war mehr als nur eine Übersetzung. Sie war die Wiederbelebung einer ganzen Zivilisation. Sie gab uns einen direkten, ungefilterten Einblick in die Sorgen, Hoffnungen und die Weltsicht der Menschen vor über 3000 Jahren. Aus dem Staub der Apotheken hatten diese Gelehrten die ältesten historischen Dokumente Chinas gerettet und damit das Fundament der chinesischen Geschichte neu gelegt. Guten Abend. Wir haben uns nun lange mit dem beschäftigt, was die Orakelknochen uns offenbaren. Doch in dieser Stille der Nacht wollen wir uns einem ebenso wichtigen Aspekt zuwenden: dem, was sie uns verschweigen. Jedes historische Dokument ist wie ein Fenster in eine vergangene Welt, aber kein Fenster zeigt den gesamten Horizont. Die Orakelknochen sind ein Fenster in das Allerheiligste der Shang-Dynastie, den königlichen Hof. Wir lesen von den Sorgen des Königs um Ernten, Militärkampagnen und königliche Geburten. Wir erfahren von den Göttern und Ahnen, die er anrief,
Doch das Licht, das auf den Thron fällt, wirft lange Schatten auf den Rest der Gesellschaft. Was ist mit dem einfachen Bauern auf den Feldern? Welche Lieder sang er bei der Arbeit? Welche Geschichten erzählte er seinen Kindern? Welche Götter verehrte er in seinem bescheidenen Heim? Die Knochen schweigen darüber. Wir hören die Stimme des Königs, des Diviners, vielleicht der Königin, aber die Stimmen der Millionen, die das Reich der Shang ausmachten, sind für uns verweht wie Staub. Wir wissen wenig über ihre alltäglichen Freuden und Sorgen, ihre Hoffnungen und Ängste. Auch die materielle Kultur jenseits der Elitegräber ist nur bruchstückhaft bekannt. Die Orakeltexte sind pragmatisch, fast bürokratisch. Sie verraten uns nichts über die Mythen und Epen, die zweifellos erzählt wurden. Wir haben keine Shang-Version der Ilias oder des Gilgamesch-Epos. Wir wissen nicht, wie sie über Liebe, Freundschaft oder Verrat dachten, jenseits der politischen Implikationen am Hof. Die Rolle der Frau ist fast ausschließlich auf ihre Funktion als Gemahlin und Mutter von Thronfolgern beschränkt. Gab es weise Frauen, Händlerinnen, Künstlerinnen? Die Archive des Königs hatten keinen Grund, dies zu notieren. So stehen wir vor einem faszinierenden Paradoxon. Wir besitzen die authentischen, uneditierten Aufzeichnungen einer 3000 Jahre alten Zivilisation, und doch bleibt ihr Herz uns in vielerlei Hinsicht verschlossen. Die Orakelknochen sind keine allumfassende Chronik, sondern ein hochspezialisiertes Archiv. Sie zu studieren bedeutet daher auch, die Stille zwischen den Zeichen zu hören und die unermessliche Weite des Verlorenen mit Demut anzuerkennen. Die Suche der Menschheit nach dem Willen der Götter und einem Blick in die Zukunft ist ein universelles Phänomen. Doch die Methoden, die man wählte, offenbaren viel über die jeweilige Kultur. Lassen Sie uns die chinesische Pyromantie in einen globalen Kontext stellen und sie mit anderen großen Orakeltraditionen der Antike vergleichen. Denken wir an das berühmte Orakel von Delphi in Griechenland. Dort saß die Pythia über einer Erdspalte, atmete Dämpfe ein und stieß in Trance kryptische, poetische Worte aus. Priester interpretierten diese vieldeutigen Aussprüche dann für die Fragesteller. Der Prozess war ekstatisch, öffentlich und oft theatralisch. Die Antwort war flüchtig, ein gesprochenes Wort, das im Wind verhallte. In Mesopotamien hingegen war eine der wichtigsten Divinationsmethoden die Leberschau oder Extispiz. Ein speziell ausgebildeter Priester opferte ein Tier, meist ein Schaf, und untersuchte dessen Leber. Form, Farbe und Markierungen auf dem Organ wurden anhand komplexer Tontafelhandbücher gedeutet. Es war eine blutige organische Wissenschaft, die auf der Vorstellung basierte, dass die Leber der Sitz des Lebens und der Kommunikation mit den Göttern sei. Was die Orakelknochen der Shang so einzigartig macht, ist ihre systematische, fast bürokratische Natur. Der Prozess war kontrolliert, die Frage wurde formuliert, die Hitze angewendet, der Riss interpretiert und, das ist der entscheidende Punkt, alles wurde sorgfältig auf dem Knochen selbst eingraviert. Oft wurde sogar das Ergebnis, die Verifizierung, später hinzugefügt. Dies schuf ein Archiv, eine Sammlung von Präzedenzfällen. Die Divination war hier keine einmalige, ekstatische Offenbarung wie in Delphi, sondern ein wiederholbarer, dokumentierter, administrativer Akt. Der Shang-König kommunizierte nicht durch eine entrückte Priesterin, sondern durch ein System, das er kontrollierte und dessen Ergebnisse er archivieren ließ. Dies deutet auf eine Gesellschaft hin, die bereits stark auf Schriftlichkeit, Ordnung und die Führung von Aufzeichnungen ausgerichtet war.
Während das griechische Orakel ein Mysterium für den Einzelnen war und das mesopotamische eine anatomische Wissenschaft, war das chinesische Orakel ein Instrument der Staatsführung und der historischen Dokumentation. Jede Kultur fand ihren eigenen Weg, in den Spiegel der Zukunft zu blicken und spiegelte dabei vor allem sich selbst. Wo immer wertvolle Artefakte aus der Erde kommen, folgt der Schatten des Fälschers auf dem Fuße. Die Geschichte der Orakelknochen ist untrennbar mit der Geschichte ihrer Imitation und des grauen Marktes verbunden, der unmittelbar nach ihrer Entdeckung entstand. Als die Gelehrten um 1899 den wahren Wert der Drachenknochen erkannten, stieg die Nachfrage explosionsartig. Bauern aus der Gegend um Anyang, die zuvor die Knochen an Apotheker verkauft hatten, erkannten schnell, dass sie in den Händen von Antiquitätenhändlern und Sammlern ein Vielfaches wert waren. Dies führte nicht nur zu ungezügelten, unwissenschaftlichen Ausgrabungen, die unschätzbare archäologische Kontexte zerstörten, sondern auch zur Entstehung einer regelrechten Fälschungsindustrie. Die Fälscher waren oft geschickte Handwerker. Ihre einfachste Methode bestand darin, antike, aber unbeschriebene Knochen oder Schildkrötenpanzerfragmente zu nehmen, von denen es Tausende gab, und Inschriften im Stil der Shang-Zeit einzuritzen. Frühe Fälschungen waren oft plump. Die Zeichen waren steif, die Kalligraphie verriet eine moderne Hand, und die Fälscher kannten die grammatikalischen und rituellen Formeln der Shang nicht. Sie kopierten einfach Zeichen von echten Fragmenten und kombinierten sie zu unsinnigen Sätzen. Doch die Fälscher lernten dazu. Sie studierten die publizierten Abriebe echter Knochen und verfeinerten ihre Techniken. Sie lernten, die Patina des Alters nachzuahmen, indem sie die Knochen in Tee einlegten oder im Rauch räucherten, um ihnen eine überzeugende Färbung zu geben. Einige der raffiniertesten Fälschungen waren so gut, dass sie selbst erfahrene Epigraphen für eine Weile täuschten. Für die Wissenschaftler begann ein Wettlauf. Sie mussten Kriterien entwickeln, um echt von falsch zu unterscheiden. Die Kalligraphie wurde zum wichtigsten Werkzeug. Die Art, wie die Linien geschnitten wurden, die subtilen Kurven, die nur ein Shang-Schreiber beherrschte. Auch der Inhalt der Inschrift wurde geprüft. Passte er zu den bekannten Mustern der Divination? War die Frage logisch im Kontext der Shang-Kultur? Diese Episode ist mehr als nur eine kriminelle Fußnote. Sie zeigt, wie der kommerzielle Wert eines Objekts seine wissenschaftliche Untersuchung gefährden kann. Sie ist eine Mahnung, dass jedes Artefakt in einem Museum möglicherweise eine komplexe Reise hinter sich hat, die nicht nur durch die Jahrtausende, sondern auch durch die zwielichtigen Werkstätten von Fälschern führte. Die Shang-Dynastie ging unter. Doch die tief in der chinesischen Kultur verwurzelte Praxis der Divination lebte fort. Sie entwickelte sich weiter, transformierte sich und brachte eines der tiefgründigsten und dauerhaftesten Werke der Weltliteratur hervor, das I Ching, das Buch der Wandlungen. Der Übergang von den Orakelknochen zum I Ching ist kein direkter, aber ein zutiefst konzeptioneller. Betrachten wir die Essenz der Orakelknochenpraxis. Ein Riss entsteht und der Diviner interpretiert ihn. Die Antwort ist im Grunde binär, günstig oder ungünstig, ja oder nein, Erfolg oder Misserfolg. Diese grundlegende binäre Struktur ist der Keim, aus dem sich die komplexere Philosophie des I Ching entwickelte. Mit dem Aufstieg der Zhou-Dynastie, die auf die Shang folgte, verlagerte sich der Schwerpunkt der Divination. Anstelle von erhitzten Knochen
trat die Zählung von Schafgarbenstängeln oder später der Wurf von Münzen in den Vordergrund. Das Ergebnis dieses Zufallsprozesses führte nicht mehr zu einem einfachen Ja oder Nein, sondern zu einer von 64 möglichen Figuren, den Hexagrammen. Jedes Hexagramm besteht aus 6 Linien, die entweder durchgezogen oder unterbrochen sind. Hier sehen wir die Evolution des binären Prinzips. Die einfache Dualität von günstig-ungünstig wird zu einem komplexen System der interagierenden Kräfte von Yin und Yang. Das I Ching ist mehr als nur ein Orakelbuch. Es ist ein philosophisches System, das das gesamte Universum als ein dynamisches Zusammenspiel von Gegensätzen beschreibt. Die 64 Hexagramme repräsentieren alle grundlegenden Situationen des menschlichen Lebens. Die beigefügten Texte, die Konfuzius und seinen Schülern zugeschrieben werden, bieten Ratschläge und Reflexionen, wie man sich in diesen Situationen verhalten sollte. Die Divination wurde von einer exklusiven königlichen Zeremonie zu einem Werkzeug der Selbstkultivierung und der ethischen Reflexion für Gelehrte und Beamte. Der Fokus verschob sich von der Frage, was wird der Ahnengott tun, zu der Frage, was ist die weiseste Vorgehensweise in dieser sich wandelnden Situation? Die Orakelknochen waren die Wurzeln, fest im Boden der rituellen Praxis der Shang verankert. Das I Ching ist der Baum, der aus diesen Wurzeln wuchs und seine Äste in die Bereiche der Philosophie, der Kosmologie und der Psychologie ausstreckte und dessen Schatten die chinesische Denkweise bis heute prägt. Lassen Sie uns nun unseren Blick von den gerissenen Knochen erheben und die Welt betrachten, in der diese Rituale stattfanden. Die Shang-Dynastie war nicht nur eine Gesellschaft von Priestern und Wahrsagern, sie war eine Zivilisation von außergewöhnlicher handwerklicher und technologischer Meisterschaft. Ihr bemerkenswertestes Vermächtnis, neben der Schrift, ist in Bronze gegossen. Die Shang-Bronzegießer erreichten ein Niveau der Kunstfertigkeit, das in der antiken Welt seinesgleichen sucht. Mit komplexen Stückgussformen schufen sie rituelle Gefäße von atemberaubender Schönheit und Komplexität. Da waren die Ding, massive dreibeinige Kessel, die zum Kochen von Opfergaben für die Ahnen dienten, ihre Oberflächen verziert mit dem mysteriösen Tao-Ti-Motiv, einer stilisierten maskenhaften Kreatur, deren genaue Bedeutung uns bis heute entgeht. Es gab Gu, elegante, trompetenförmige Weingefäße, und Zun, oft in Form von Tieren wie Eulen oder Nashörnern gestaltet. Diese Objekte waren keine bloßen Gebrauchsgegenstände. Sie waren heilige Instrumente, Kanäle der Kommunikation mit der Geisterwelt, gefüllt mit Speis und Trank, um die Ahnen zu ehren und zu besänftigen, dieselben Ahnen, die durch die Orakelknochen befragt wurden. Bronze war das Metall der Macht, der Religion und des Adels. Neben der Bronze war Jade der wertvollste Stoff. In den Gräbern der Shang-Elite finden wir exquisite Jadeobjekte, Zeremonialwaffen, Amulette in Form von Drachen und Vögeln und Bischeiben, runde Platten mit einem Loch in der Mitte, deren Symbolik tief in der chinesischen Kosmologie verwurzelt ist. Jade galt als unzerstörbar, als Essenz der Reinheit und als Brücke zum ewigen Leben. Und dann war da die revolutionäre Technologie des Krieges und des Prestiges, der Streitwagen. Aus dem Westen über die Steppen Zentralasiens eingeführt, veränderte der von Pferden gezogene Streitwagen die Kriegsführung und wurde zum ultimativen Statussymbol. In den Gräbern der Könige wurden nicht nur die Wagen selbst gefunden, sondern auch die geopferten Pferde und Wagenlenker, die ihren Herren ins Jenseits folgen mussten. Bronze, Jade und Streitwagen
Diese 3 Elemente zeichnen das Bild einer hochentwickelten, hierarchischen und zutiefst ritualisierten Gesellschaft. Sie bilden die materielle Kulisse für die spirituellen Dramen, die sich auf den Orakelknochen abspielten. Keine Dynastie, so mächtig sie auch sein mag, währt ewig. Die Orakelknocheninschriften, die wir aus der späten Shang-Zeit besitzen, deuten auf wachsende Sorgen hin. Es gibt häufigere Fragen zu feindlichen Stämmen an den Grenzen, zu Ernteausfällen und zu unheilvollen Omen. Die spirituelle Sicherheit, die die Rituale bieten sollten, scheint brüchig geworden zu sein. Die traditionelle chinesische Geschichtsschreibung, insbesondere die Aufzeichnungen des großen Historikers Sima Qian, zeichnet ein düsteres Bild des letzten Shang-Königs, Di Xin. Er wird als Inbegriff eines Tyrannen dargestellt, grausam, extravagant und dem Wein und den Frauen verfallen. Er soll seine Kritiker bei lebendigem Leibe geröstet und einen See aus Wein angelegt haben. Ob diese Darstellungen reine historische Wahrheit oder die Propaganda der siegreichen Nachfolger sind, ist schwer zu sagen. Doch sie dienen einem wichtigen Zweck: der Rechtfertigung des Umsturzes. Am westlichen Rand des Shang-Territoriums war ein neues Machtzentrum herangewachsen, die Zhou. Unter der Führung von König Wen und später seinem Sohn König Wu sammelten die Zhou eine Allianz von Stämmen und forderten die Vorherrschaft der Shang heraus. Um das Jahr 1046 v. Chr. trafen die Armeen in der entscheidenden Schlacht von Muye aufeinander. Den Chroniken zufolge liefen viele der Shang-Truppen, desillusioniert von ihrem Herrscher, zu den Zhou über. Di Xin zog sich in seinen Palast zurück und verbrannte sich inmitten seiner Schätze. Doch der Sieg der Zhou war mehr als nur eine militärische Eroberung. Er war eine ideologische Revolution. Um ihren Aufstieg zu legitimieren, formulierten die Zhou ein Konzept, das die chinesische politische Philosophie für die nächsten 3000 Jahre prägen sollte: das Mandat des Himmels, Tianming. Die Idee war einfach, aber tiefgreifend. Der Himmel, die höchste göttliche Kraft, gewährt einem tugendhaften Herrscher das Recht zu regieren. Wenn ein Herrscher korrupt und ungerecht wird, verliert er dieses Mandat und der Himmel signalisiert seinen Unmut durch Katastrophen wie Überschwemmungen, Hungersnöte oder Erdbeben. Dann ist es das Recht und die Pflicht eines neuen, tugendhaften Führers, die Dynastie zu stürzen und die Ordnung wiederherzustellen. Die Zhou behaupteten, die Shang hätten das Mandat verwirkt und es sei nun auf sie übergegangen. Mit dieser Lehre endete die Herrschaft der Shang, aber ihre Kultur, insbesondere ihre Schrift, sollte überleben. Der Rauch über den Ruinen der Shang-Hauptstadt Yin verzog sich. Doch etwas von unschätzbarem Wert überdauerte den Untergang der Dynastie: die Schrift. Die Zhou-Herrscher übernahmen das Schriftsystem ihrer Vorgänger und entwickelten es weiter. Dies markiert den Beginn einer der bemerkenswertesten kulturellen Kontinuitäten der Menschheitsgeschichte. Während die Keilschrift Mesopotamiens, die Hieroglyphen Ägyptens und die Linear-B-Schrift der Mykener in den Sand der Zeit verschwanden und erst Jahrtausende später von Gelehrten entziffert werden mussten, hat die chinesische Schrift eine ununterbrochene Entwicklung von den Orakelknochen bis heute durchlaufen. Die Zeichen, die vor über 3000 Jahren in Schildkrötenpanzer geritzt wurden, sind die direkten Vorfahren der Schriftzeichen, die heute von mehr als 1 Milliarde Menschen verwendet werden. Betrachten wir diese Entwicklung. Die Orakelknochenschrift war bereits ein ausgereiftes System, aber sie behielt noch viele piktografische Elemente bei. Das Zeichen für Pferd ähnelte einem Pferd mit Mähne und 4 Beinen.
das Zeichen für Berg, zeigte 3 Gipfel. Im Laufe der Zhou-Dynastie wurden die Zeichen stilisierter und abstrakter, gegossen in Bronzegefäße in einer Form, die wir als Bronzeinschriftenschrift kennen. Unter dem ersten Kaiser Chinas, Qin Shi Huang, wurde die Schrift standardisiert, um sein riesiges Reich zu einen, ein entscheidender Moment, der die kulturelle Kohäsion Chinas sicherte. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelten sich verschiedene Schreibstile, die Siegelschrift, die Kanzleischrift und schließlich die Regelschrift, die heute als Standarddruckschrift dient. Doch trotz dieser stilistischen Veränderungen blieb die grundlegende Struktur und Logik vieler Zeichen erhalten. Ein moderner chinesischer Gelehrter kann mit einigem Studium eine Orakelknocheninschrift lesen und die darin enthaltenen Fragen verstehen. Diese Kontinuität ist mehr als nur eine linguistische Kuriosität. Sie ist das Rückgrat der chinesischen Zivilisation. Die Schrift überbrückte die Kluft zwischen den unzähligen gesprochenen Dialekten Chinas und ermöglichte eine gemeinsame literarische und administrative Kultur. Sie bewahrte die Philosophie des Konfuzius, die Dichtung der Tang-Dynastie und die kaiserlichen Annalen für die Nachwelt. Das leise Kratzen des Stifts auf den Knochen in den Hallen von Anyang war der Beginn eines Gesprächs, das über 3 Jahrtausende andauert. Ein Flüstern, das zu einer der großen Stimmen der Weltgeschichte wurde. So kehren wir am Ende unserer Reise wieder zum Anfang zurück. Zu einem einzelnen, unscheinbaren Fragment aus Knochen oder Schildkrötenpanzer. Halten Sie es gedanklich in Ihren Händen. Fühlen Sie sein Gewicht, seine glatte, fast polierte Oberfläche, unterbrochen von den feinen, dunklen Linien der Risse und der eingeritzten Zeichen. Was halten wir hier wirklich in Händen? Es ist mehr als nur ein archäologisches Artefakt. Es ist ein eingefrorener Moment des Fragens, ein Echo der Hoffnung und der Angst eines Menschen, der vor über 3000 Jahren lebte. Wir haben die Frage, wird die Ernte reichlich sein? Aber wir kennen nicht die Antwort des Orakels. Wir wissen nicht, ob die Ernte tatsächlich reichlich war. Wir haben die Frage, wird die Königin einen Sohn gebären? Aber wir spüren nicht die Erleichterung oder die Enttäuschung, die auf die Antwort folgte. Die Geschichte, die uns diese Fragmente erzählen, ist von Natur aus unvollständig. Sie ist eine Sammlung von Fragen ohne Antworten, von Anfängen ohne Enden. Sie erinnert uns daran, dass das, was wir über die Vergangenheit wissen, nur ein winziger Bruchteil dessen ist, was einst war. Für jeden gefundenen Orakelknochen gibt es Tausende, die zu Staub zerfallen sind oder noch unentdeckt in der Erde liegen. Für jede königliche Frage, die aufgezeichnet wurde, gab es Millionen unausgesprochener Sorgen eines einfachen Bauern, dessen Leben und Tod spurlos verschwunden sind. Die Beschäftigung mit der tiefen Vergangenheit ist daher eine Übung in Demut. Sie lehrt uns, die Grenzen unseres Wissens zu akzeptieren und die Stille zwischen den Fakten zu respektieren. Diese Knochen sind nicht nur Datenquellen für Historiker. Sie sind Objekte der Meditation. Sie laden uns ein, über die Natur der Zeit selbst nachzudenken, über ihre unerbittliche Zerstörungskraft und ihre seltsame Fähigkeit, die flüchtigsten Momente menschlichen Bewusstseins zu bewahren. Eine Frage, geritzt in einen Knochen, überdauert Imperien. Sie überdauert Sprachen und Völker. Sie reist durch die Jahrtausende, um uns zu erreichen. Ein stiller Gruß aus einer versunkenen Welt, eine zeitlose Erinnerung an die grundlegenden menschlichen Sorgen, die uns alle
über die Zeitalter hinweg verbinden.